Lektion 1. Der Reiz der Empire-Hüftlinien. Empire-Taillen, sie sind im Trend. Toller Vorschlag, ich werde welche anprobieren. Kannst du mir mehr über diesen Modetrend erzählen? Absolut, John. Empire-Taillen sind derzeit sehr beliebt. Es handelt sich um einen Kleidungs- oder Blusenstil, der sich knapp unter der Brust zusammenzieht und so eine schmeichelhafte, erhöhte Silhouette erzeugt. Faszinierend. Ich verstehe den Reiz daran, es klingt, als wäre es sehr figurschmeichelnd. Was macht diesen Stil so trendig? Nun, die Empire-Taille ist unglaublich vielseitig. Es eignet sich gut für eine Reihe von Körpertypen und hilft dabei, die Brust zu betonen und die Illusion eines schlankeren Mittelteils zu erzeugen. Das macht sehr viel Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr schmeichelhafte und bequeme Option wäre, besonders für diejenigen, die die Taille herunterspielen möchten. Genau. Die Empire-Taille ist auch ziemlich elegant und zeitlos. Es hat eine romantische Vintage-Atmosphäre, die sehr ansprechend ist. Das sehe ich. Der Empire-Stil hat etwas fast Königliches an sich, nicht wahr? Es hat eine sehr raffinierte, glamouröse Atmosphäre. Absolut. Es ist ein Stil, der an Mode aus der Regency-Ära und an griechische Göttinnen erinnert. Sehr schick und raffiniert. Ich bin fasziniert. Glaubst du, es würde gut für meinen Körpertyp funktionieren? Ich bin neugierig, es auszuprobieren. Definitiv. John. Ich finde, eine Empire-Taille würde dir fantastisch stehen. Es ist ein Stil, der einer Vielzahl von Formen und Größen schmeicheln kann. Hervorragend, ich bin begeistert. Wo würdest du mir empfehlen, meine Suche nach Empire-Taillenstücken zu beginnen? Nun, Kaufhäuser sind ein guter Anfang. Sie haben oft eine schöne Auswahl an Kleidern und Blusen in der Empire-Silhouette. Und vergessen Sie nicht, auch in einigen Vintage- oder Secondhand-Läden nachzuschauen. Wunderbar, danke für die Tipps. Ich freue mich darauf, mit diesem Trend zu experimentieren und zu sehen, wie er meiner Figur schmeichelt. Ich habe keinen Zweifel, dass du das wunderbar hinkriegen wirst, John. Die Empire-Taille ist wirklich ein zeitloser und vielseitiger Stil. Ich schätze Ihr Vertrauensvotum. Ich kann es kaum erwarten, ein paar Stücke zu finden, mit denen ich mich mühelos schick fühle. Ich bin mir sicher, dass Sie einige großartige Optionen finden werden. Die Empire-Taille ist so elegant und feminin. Ich denke, du wirst es lieben, wie sie aussieht. Nun, du hast sicherlich mein Interesse geweckt. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, das nächste Mal, wenn ich einkaufen gehe, einige Empire-Wine-Styles anzuprobieren. Hervorragend. Lass mich wissen, was du am Ende findest. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, wie die Empire-Taille zu dir passt. Absolut, ich werde Ihnen auf jeden Fall einen vollständigen Bericht geben. Nochmals vielen Dank für die Empfehlung, ich freue mich sehr darauf, diesen Trend zu erkunden. Ich helfe gerne, John. Viel Spaß bei Ihren Modeabenteuern und zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Stiltipps benötigen. Wird reichen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, darüber zu chatten. Es war eine reizvolle und informative Diskussion. Lektion 2. Erkunden Sie die vegetarische und vegane Küche. Das ist großartig. Haben Sie vegetarische oder vegane Optionen auf der Speisekarte? Absolut. John, wir haben eine wunderbare Auswahl an köstlichen fleischfreien Gerichten.
Lassen Sie mich Ihnen etwas mehr über unsere vegetarischen und veganen Angebote erzählen. Wunderbar, ich würde gerne von Ihnen hören. Als jemand, der sich mehr mit pflanzlicher Ernährung beschäftigt hat, bin ich immer auf der Suche nach leckeren fleischlosen Optionen. Nun, für den Anfang haben wir eine fantastische Lasagne mit gebratenem Gemüse, die komplett vegan ist. Es besteht aus Schichten gegrillter Zucchini, Auberginen und Paprika sowie einer cremigen Bechamelsauce auf Cashew-Basis. Das klingt absolut göttlich. Ich bin ein großer Fan von solchen herzhaften, vegetarischen Gerichten. Welche anderen veganen Spezialitäten habt ihr? Wir bieten auch einen wirklich würzigen Burrito mit schwarzen Bohnen und Süßkartoffeln an, eingewickelt in eine Vollweizen-Tortilla. Es ist vollgepackt mit sautiertem Gemüse, Avocado und einer pikanten Koriander-Limettencrema. Lecker, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe die Kombination aus schwarzen Bohnen und Süßkartoffeln. Haben Sie auch proteinreiche Vorspeisen auf pflanzlicher Basis? Definitiv. Unsere gegrillten Tofu-Spieße mit Erdnusssauce sind ein Kundenliebling. Der Tofu wird in einer herzhaften Soja-Ingwer-Marinade mariniert und mit einer bunten Auswahl an gebratenem Gemüse serviert. Hervorragend, das klingt nach einer köstlichen und sättigenden fleischlosen Variante. Ich bin auf jeden Fall fasziniert von all diesen kreativen vegetarischen und veganen Optionen. Ich freue mich so, das zu hören, John. Unser Küchenchef ist sehr stolz darauf, einfallsreiche, geschmackvolle Gerichte auf pflanzlicher Basis zuzubereiten, die auch Fleischliebhaber genießen können. Das ist fantastisch. Es ist wunderbar zu sehen, wie Restaurants heutzutage die Vielfalt der vegetarischen und veganen Küche wirklich annehmen und feiern. Absolut. Wir glauben daran, köstliche, nahrhafte Optionen für alle Ernährungspräferenzen anzubieten. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Ich führe Sie gerne durch das Menü. Wunderbar, danke. Ich freue mich sehr darauf, einige dieser köstlichen vegetarischen und veganen Gerichte zu probieren. Das war äußerst hilfreich. Ich freue mich sehr, Ihnen einen Überblick über unser fleischfreies Angebot geben zu können. John, bitte zögern Sie nicht, mir mitzuteilen, ob ich Ihnen noch mit etwas anderem weiterhelfen kann. Werde ich tun, Anna. Ich schätze Ihre sachkundigen und begeisterten Empfehlungen. Dies hat definitiv mein Interesse geweckt, mehr pflanzliche Restaurants zu erkunden. Hervorragend, ich freue mich sehr, das zu hören, John. Guten Appetit und ich freue mich darauf, Ihre Meinung zu den Gerichten zu hören, die Sie probieren. Hört sich toll an. Das war eine wunderbar informative Diskussion. Ich kann es kaum erwarten, in diese kreativen vegetarischen und veganen Spezialitäten einzutauchen. Wunderbar, John. Ich bin sicher, Sie werden von den Aromen und Texturen begeistert sein. Viel Spaß beim Essen und lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas für Sie tun kann. Werde ich tun, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihre wunderbaren Empfehlungen. Ich freue mich sehr auf dieses kulinarische Erlebnis. Lektion 3: Der Nervenkitzel des Briefmarkensammelns. Bisher irgendwelche seltenen Briefmarken? Noch nicht, aber ich halte immer Ausschau. Briefmarkensammeln ist so ein faszinierendes Hobby, die Suche nach schwer fassbaren, wertvollen Exemplaren ist wirklich aufregend. Das kann ich mir vorstellen. Es muss ein echtes Gefühl der Aufregung herrschen, wenn Sie es schaffen, eine seltene oder einzigartige Briefmarke zu finden, die Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Unbedingt. Es ist wie auf Schatzsuche zu gehen.
Sie wissen nie, welche versteckten Juwelen Sie in Antiquitätenläden, Flohmärkten oder sogar Online-Auktionen entdecken könnten. Das ist echt cool. Was fasziniert dich am Briefmarkensammeln so? Liegt es an der Geschichte und dem Design der Briefmarken selbst? Nun, es gibt so viele Aspekte, die ich spannend finde. Die historische Bedeutung bestimmter Briefmarken, die Kunstfertigkeit und Handwerkskunst, die Herausforderung, eine umfassende Sammlung aufzubauen, das ist unendlich faszinierend. Wow, ich verstehe, warum das so ein fesselndes Hobby wäre. Die Suche nach diesen seltenen, einzigartigen Briefmarken muss ihr Blut wirklich in Wallung bringen. Definitiv. Und der Nervenkitzel der Jagd wird nur durch die Recherche und das Wissen verstärkt, die in sie einfließen. Briefmarken sammeln ist zu gleichen Teilen Detektivarbeit und ästhetischer Wertschätzung. Das ist unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Hingabe und Fachwissen erfordert, ein echter Briefmarkenliebhaber zu werden. Absolut. Es ist ein Hobby, das wirklich belohnt, tief in die Geschichte und die Nuancen der Postsysteme, der Papierherstellung und der Drucktechniken im Laufe der Jahrhunderte einzutauchen. Faszinierend. Ich kann mir vorstellen, wie es jemanden ansprechen würde, der ein scharfes Auge für Details hat und es liebt, versteckte Geschichten aufzudecken. Exakt. Das Sammeln von Briefmarken ist eine wunderbare Möglichkeit, die Schnittstellen von Kunst, Kultur und Handel in der Geschichte der Menschheit zu erkunden. Ich muss sagen, Sie sprechen ziemlich überzeugend dafür, dass ich das Briefmarkensammeln einmal ausprobieren sollte. Es klingt nach einem wunderbar immersiven und lohnenden Hobby. Ich denke, es würde dir wirklich Spaß machen, John. Der Nervenkitzel der Jagd und die Befriedigung, eine beeindruckende Sammlung aufzubauen, sind wirklich beispiellos. Nun, du hast definitiv meine Neugier geweckt. Vielleicht muss ich einfach in die Welt des Briefmarkensammelns eintauchen und sehen, welche Schätze ich entdecken kann. Ich freue mich so für dich, John. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie beginnen. Ich teile Ihnen gerne einige Tipps und Ressourcen mit. Wunderbar, das weiß ich zu schätzen. Das war ein wunderbares Gespräch. Sie haben mein Interesse an diesem einzigartigen und faszinierenden Hobby wirklich geweckt. Ich freue mich so, das zu hören, John. Das Briefmarkensammeln ist eine Leidenschaft von mir, und ich teile sie immer gerne mit anderen, die sich dafür interessieren. Fühlen Sie sich frei, mich jederzeit zu kontaktieren. Absolut, das werde ich. Nochmals vielen Dank für die aufschlussreiche Diskussion. Ich freue mich darauf, mich auf meine eigene Reise zum Briefmarkensammeln zu begeben. Fantastisch! Ich kann es kaum erwarten, von deinen Abenteuern und Entdeckungen zu hören. Viel Spaß beim Jagen, John. Werde ich tun, Anna. Das war mir ein Vergnügen. Ich werde Sie auf jeden Fall über den Fortschritt beim Briefmarkensammeln auf dem Laufenden halten. Lektion 4. Erkundung der Optionen für Wochenendausflüge. Hey, Anna, hast du dieses Wochenende Zeit für einen Wochenendausflug? Ich möchte die Stadt für eine Weile verlassen. Exzellentes Timing, John. Ich habe gerade darüber nachgedacht, selbst einen Kurztrip zu machen. Lassen Sie mich in meinem Kalender nachschauen und sehen, was verfügbar ist. Wunderbar, ich weiß es zu schätzen, dass du dich damit befasst hast. Ich freue mich darauf, einen schönen, erholsamen Ort zu finden, an dem ich mich für ein paar Tage erholen kann. In Ordnung, lass mich hier sehen. Es sieht so aus, als hätte ich das ganze Wochenende Zeit. Haben Sie bestimmte Ziele im Sinn?
Noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich hatte gehofft, Sie könnten einige Empfehlungen für einen schönen, malerischen Ort innerhalb weniger Autostunden haben. Okay, lass mich nachdenken. Was ist mit der bezaubernden kleinen Stadt an der Küste? Ich habe gehört, dass die Aussicht zu dieser Jahreszeit absolut atemberaubend ist. Oh, die Küste klingt herrlich. Das könnte genau das Richtige sein. Haben Sie irgendwelche Informationen zu Unterkünften oder Aktivitäten dort? Lassen Sie mich online suchen und sehen, ob ich einige gute Optionen finden kann. Es gibt ein schönes Bed und Breakfast, das ich schon lange auschecken wollte. Fantastisch, das wäre perfekt. Ich würde gerne mit einem wunderschönen Meerblick und frischer Meeresluft aufwachen. Absolut. Und mir ist aufgefallen, dass es in der Nähe auch einige tolle Wanderwege gibt, falls Sie Lust auf Erkundungstouren im Freien haben. Wunderbar, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich könnte auf jeden Fall eine belebende Wanderung machen, gefolgt von etwas Entspannung am Wasser. Hervorragend, ich glaube, dann habe ich vielleicht den perfekten Wochenendtrip für uns gefunden. Soll ich weitermachen und ein Zimmer buchen? Ja, bitte. Das wäre wunderbar. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke, für ein paar Tage aus der Stadt zu fliehen. Super, ich kümmere mich um die Reservierung. Ich bin sicher, wir werden eine fantastische Zeit haben. Es wird das perfekte Wochenende zum Verjüngen sein. Ich kann es kaum erwarten. Das ist genau das, was ich zum Aufladen und Zurücksetzen brauche. Danke, dass du mir bei der Planung dieser kleinen Flucht hilfst. Natürlich. John, ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte, den idealen Wochenendausflug zu finden. Das wird eine so schöne Reise. Absolut. Ich schätze Ihre durchdachten Empfehlungen und Ihre logistische Unterstützung sehr. Das wird wunderbar. Wunderbar, ich freue mich so, dass du dich darauf freust. Ich habe uns gerade ein Zimmer in diesem bezaubernden Bed und Breakfast gebucht, also sind wir bereit. Hervorragend, das wird fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt zu verlassen und etwas Ruhe an der Küste zu genießen. Ich auch, John. Ich habe das gute Gefühl, dass dieser Wochenendtrip genau der Neustart sein wird, den wir beide brauchen. Ich freue mich sehr darauf. So wie ich, Anna. Nochmals vielen Dank für all Ihre Hilfe bei der Planung. Ich bin mir sicher, dass es ein wirklich unvergessliches Erlebnis wird. Absolut. John, ich freue mich sehr, dass wir das schaffen können. Es wird der perfekte kleine Wochenendausflug sein. Ich stimme voll und ganz zu. In Ordnung, ich sollte wahrscheinlich los, aber ich zähle sehnsüchtig die Tage bis zu unserer Flucht an der Küste. Wunderbar, ich auch. Ich melde mich mit allen Einzelheiten, sobald wir näher kommen. Bis dahin, haben Sie einen schönen Rest Ihres Tages, John. Du auch, Anna. Ich kann es kaum erwarten. Das wird eine so erfrischende und verjüngende Reise. Wir sprechen uns bald wieder. Lektion 5. Der Reiz und die Risiken von Glücksspieldestinationen. Hey Anna, weißt du, was viele beliebte Urlaubsziele gemeinsam haben? Das ist eine interessante Frage, John. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass viele dieser Destinationen ein Casino enthalten, manchmal sogar mehrere Casinos. Genau. Glücksspiel scheint ein Hauptgrund zu sein, warum sich Menschen zu bestimmten Reisezielen hingezogen fühlen.
Du hast absolut recht. Der Reiz der Casinos und das allgemeine Spielerlebnis machen einen großen Teil der Anziehungskraft vieler Touristen aus. Definitiv. Der Nervenkitzel der Spiele, der Glanz und der Glamour haben etwas an sich, das die Leute wirklich fesseln kann. Absolut. Die Casino-Atmosphäre mit all den blinkenden Lichtern und den Geräuschen der Spielautomaten schafft eine sehr anregende Umgebung. Zweifellos. Aber natürlich birgt das Glücksspiel auch seine eigenen Risiken und potenziellen Nachteile. Genau. Obwohl der Reiz des Glücksspiels ein großer Anziehungspunkt sein kann, ist es wichtig, sich des Suchtpotenzials und finanzieller Probleme bewusst zu sein. Exakt. Glücksspiel kann zu einem zwanghaften Verhalten werden, das Einzelpersonen und Familien ernsthaft schädigt. Definitiv. Es ist ein schmaler Grat zwischen Unterhaltung und Besessenheit, wenn es um Glücksspiele in diesen Touristenzielen geht. Absolut. Verantwortungsbewusstes Spielen ist wichtig, aber es ist nicht immer einfach, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, insbesondere an Orten, die dazu bestimmt sind, Exzesse zu fördern. Du bringst ein wirklich gutes Argument vor. Das Umfeld dieser glücksspielorientierten Reiseziele kann es für Menschen schwierig machen, Zurückhaltung zu üben. Genau. Die auffälligen Displays, der fließende Alkohol und der Druck, weiterzuspielen, können einen perfekten Sturm für problematisches Glücksspiel auslösen. Definitiv. Es ist wichtig, dass Touristen sich ihrer Grenzen bewusst sind und nicht zulassen, dass der Reiz des Casinos die anderen angenehmen Aspekte ihrer Reise überschattet. Absolut. Ein gesundes Gleichgewicht zu finden, ist entscheidend, wenn Sie Reiseziele besuchen, in denen Glücksspiele eine herausragende Rolle spielen. Gut gesagt. John. Mäßigung und Selbstbewusstsein sind so wichtig, wenn es darum geht, den Versuchungen des Glücksspiels im Urlaub zu widerstehen. Definitiv. Es ist ein komplexes Thema, aber eines, das es wert ist, besprochen zu werden, um den Menschen zu helfen, fundierte Entscheidungen über ihre Reiseerlebnisse zu treffen. Ich stimme voll und ganz zu. Der Reiz des Glücksspiels kann stark sein, aber es ist wichtig, die potenziellen Risiken und Vorteile abzuwägen, bevor Sie sich etwas gönnen. Absolut. Es ist wichtig, diesen Sinn für Perspektive und Verantwortung zu bewahren, egal wie verlockend die Casino-Etagen auch sein mögen. Genau. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und nicht zuzulassen, dass das Glücksspiel die anderen Aspekte überschattet, die ein Reiseziel angenehm machen. Gut gesagt, Anna. Dies war eine zum Nachdenken anregende Diskussion über die Nuancen des Glücksspiels an beliebten Urlaubsorten. Danke, John. Es ist ein komplexes Thema, aber es ist wichtig, es zu erkunden, vor allem, wenn es darum geht, das Beste aus unseren Reiseerlebnissen herauszuholen. Stimme voll und ganz zu. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir mit diesem Thema zu befassen. Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Das Vergnügen war ganz meinerseits, John. Ich freue mich immer über unsere Diskussionen über die verschiedenen Facetten von Reisen und Freizeit. Ebenso, Anna. Dies hat mir sicherlich einige wertvolle Erkenntnisse gegeben, die ich für meine eigenen zukünftigen Reisepläne berücksichtigen kann. Das freut mich zu hören, John. Es ist wichtig, sich der potenziellen Fallstricke bewusst zu sein, aber auch Wege zu finden, den Nervenkitzel der Glücksspieldestinationen verantwortungsbewusst zu genießen. Gut gesagt. Ich werde diese Prinzipien auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Nochmals vielen Dank für den durchdachten Dialog, er war äußerst hilfreich.
Wunderbar, ich bin so froh, dass ich eine nützliche Perspektive bieten konnte. Wenn Sie in Zukunft weitere reisebezogene Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Absolut, das weiß ich zu schätzen. Das war ein wunderbarer Austausch, Anna. Ich freue mich auf unser nächstes spannendes Gespräch. Lektion 6. Entdecken Sie Stoffstile für die Mode. Sag mal, Anna, ich bin auf der Suche nach neuen Stoffen für ein Modeprojekt. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Absolut, John. Ich würde mich freuen, Ihnen einige Einblicke zu geben. Welche Art von Stilen oder Kleidungsstücken möchten Sie und Ihre Frau kreieren? Nun, wir sind offen für eine Vielzahl von Optionen, aber ich bin besonders fasziniert von einigen der einzigartigeren, strukturierteren Stoffe, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Wunderbar. Heutzutage gibt es so viele interessante Stoffoptionen. Lassen Sie mich darüber nachdenken, was für Ihr Projekt gut funktionieren könnte. Das weiß ich zu schätzen. Ich nehme an, die Leute im hinteren Teil des Ladens könnten mich in die richtige Richtung weisen? Definitiv. Unsere Stoffspezialisten da hinten sind echte Experten. Sie können Ihnen eine Vielzahl von Optionen aufzeigen und Sie bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Stoffe beraten. Hervorragend. Genau das hatte ich gehofft zu hören. Ich werde auf jeden Fall zurückgehen und Ihnen den Kopf zerbrechen. Gibt es bestimmte Stoffe, die du mir empfehlen würdest, mir anzusehen? Lass mich nachdenken. Für einen unverwechselbaren, taktilen Look schlage ich vor, einige unserer Brokate, Jacquards oder sogar einige aufwendig gemusterte Samtstoffe zu probieren. Oh, Velvet, das könnte wirklich interessant sein. Mir gefällt die Idee, etwas mit ein bisschen visueller Tiefe und Luxus zu kreieren. Absolut. Velvet fühlt sich so wunderschön und üppig an. Und die Auswahl an Farben und Geweben, die wir haben, ist wirklich beeindruckend. Wunderbar, das weckt definitiv mein Interesse. Ich bin auch neugierig auf alle einzigartigen texturierten Leinen oder Seiden, die Sie vielleicht haben. Eine hervorragende Wahl. Unsere Auswahl an handgefertigten Leinen und Seidenstoffen ist wirklich exquisit. Ich denke, Sie und Ihre Frau wären von der Qualität und Handwerkskunst fasziniert. Fantastisch, genau so etwas hatte ich gehofft zu finden. Ich kann mir schon vorstellen, welche eleganten und doch zeitgemäßen Looks wir kreieren könnten. Ich habe keinen Zweifel, dass du in der Lage sein wirst, etwas wirklich Umwerfendes herzustellen, John. Mit unserer großen Auswahl an Spezialstoffen sind die Gestaltungsmöglichkeiten endlos. Ich freue mich sehr darauf, alle Optionen zu erkunden. Das wird so ein lustiges und lohnendes Modeprojekt. Ich freue mich sehr, das zu hören, John. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Navigation in unserer Stoffauswahl oder beim Brainstorming von Designideen benötigen. Absolut, ich werde Sie auf jeden Fall darauf eingehen. Das war eine unglaublich hilfreiche Diskussion. Ich kann es kaum erwarten, einzutauchen und loszulegen. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass ich einige nützliche Hinweise geben konnte. Ich freue mich darauf zu sehen, welche schönen Kreationen Sie und Ihre Frau mit unseren Stoffen kreieren. Ich auch, Anna. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Fachwissen zu teilen. Es war von unschätzbarem Wert. Es ist mir ein Vergnügen, John. Es macht mir immer Spaß, über die Welt der Textilien und Mode zu sprechen. Lassen Sie mich wissen, wie Ihr Projekt voranschreitet, nicht wahr?
Auf jeden Fall werde ich Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war eine fantastische Diskussion, und ich fühle mich inspiriert und bereit, loszulegen. Hervorragend, ich freue mich sehr, das zu hören, John. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie und Ihre Frau sich ausdenken. Viel Spaß beim kreativen Prozess. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für all Ihre hilfreichen Einblicke. Das war ein wunderbar anregendes Gespräch. Du bist sehr willkommen, John. Ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Viel Spaß beim Stoffeinkauf und zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie noch etwas benötigen. Absolut, das weiß ich zu schätzen. Das war mir ein Vergnügen, Anna. Ich freue mich auf unsere nächste spannende Diskussion. Lektion 7. Insider-Tipps für die Buchung des perfekten Hotels. Hallo Anna, ich plane eine bevorstehende Reise und ich hatte gehofft, dass du einige Hotelbuchungsempfehlungen für mich hast. Absolut, John. Ich würde mich freuen, ein paar Tipps mit Ihnen zu teilen. Nach welchen Annehmlichkeiten oder Funktionen suchen Sie in einem Hotel? Nun, normalerweise entscheide ich mich für Hotels mit guten Bewertungen und Annehmlichkeiten wie kostenlosem Frühstück und einem Pool, wenn möglich. Hervorragende Kriterien. Dies sind definitiv wichtige Faktoren, die bei der Buchung von Unterkünften zu berücksichtigen sind. Lassen Sie mich über einige Optionen nachdenken, die Ihren Vorlieben entsprechen könnten. Toll, das weiß ich zu schätzen. Die Nähe zu den Hauptattraktionen oder der Innenstadt ist auch etwas, das ich in der Regel priorisiere. Guter Punkt. Die Lage ist entscheidend, vor allem, wenn Sie die Gegend während Ihres Aufenthalts bequem erkunden möchten. Lass mich sehen, was ich finden kann. Wunderbar, danke. Ich bin auch neugierig auf Insider-Tipps, die Sie haben könnten, um die besten Angebote oder Tarife zu erhalten. Oh, gute Frage. Ein Trick, den ich gelernt habe, ist, wenn möglich flexibel mit Ihren Reisedaten umzugehen. Wenn Sie 1 oder 2 Tage früher oder später buchen, können Sie manchmal erhebliche Einsparungen erzielen. Ah, das ist eine kluge Strategie. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ich nach Optionen suche. Sollte ich sonst noch etwas in Betracht ziehen? Absolut. Es lohnt sich auch zu prüfen, ob das Hotel Rabatte für Buchungen direkt über seine Website und nicht über eine Website eines Drittanbieters anbietet. Ah, ich verstehe. Das macht Sinn. Eine Direktbuchung kann manchmal auch mit zusätzlichen Vergünstigungen verbunden sein. Genau. Und vergessen Sie nicht, sich alle Treueprogramme oder Mitgliedschaften anzusehen, die Ihnen möglicherweise zusätzliche Angebote einbringen könnten. Ausgezeichneter Punkt. Ich nehme an einigen Hotelprämienprogrammen teil, also werde ich diese auf jeden Fall nutzen. Wunderbar. Das ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Ersparnisse zu maximieren. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, während Sie nach Hoteloptionen suchen. Werde ich tun, Anna. Das war unglaublich hilfreich. Sie haben mir einige großartige Strategien gegeben, die ich in Betracht ziehen sollte. Ich bin so froh, dass ich einige nützliche Einblicke geben konnte, John. Die Buchung des richtigen Hotels kann wirklich über Erfolg oder Misserfolg einer Reise entscheiden. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Nachforschungen anstellen. Absolut. Und einen Experten wie Sie zu haben, mit dem Sie Ideen austauschen können, ist von unschätzbarem Wert. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihr Fachwissen zu teilen. Es ist mir ein Vergnügen, John. Es macht mir immer Spaß, Reisetipps zu besprechen und Menschen bei der Planung unvergesslicher Erlebnisse zu helfen. Wenn Sie weitere Fragen haben,
können Sie sich gerne an uns wenden. Das werde ich auf jeden Fall. Das war ein wunderbar informatives Gespräch, und ich bin zuversichtlich, dass ich das perfekte Hotel für meine bevorstehende Reise finden kann. Hervorragend, das freut mich so zu hören, John. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Hotelsuche und Reiseplanung. Lass mich wissen, wie das alles ausgeht. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für all Ihre hilfreichen Ratschläge. Dies war eine wirklich spannende und produktive Diskussion. Du bist sehr willkommen, John. Ich freue mich, Ihnen einige nützliche Tipps geben zu können, um Ihren Hotelbuchungsprozess ein wenig zu vereinfachen. Hab eine wundervolle Reise. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Das war mir wie immer ein Vergnügen. Ich freue mich auf unser nächstes spannendes Gespräch. Lektion 8. Die perfekte Unterkunft in der Nähe des Parks buchen. Hallo Anna, ich plane nächsten Monat einen Ausflug in den Nationalpark und suche nach einigen Empfehlungen, wo ich übernachten kann. Hast du irgendwelche Vorschläge? Absolut, John. Ich helfe Ihnen gerne, die perfekte Unterkunft zu finden. Hast du darüber nachgedacht, ein Hotel oder Airbnb in der Nähe des Parkeingangs zu buchen? Das ist eine tolle Idee. Wenn möglich, bevorzuge ich es, in einer Hütte oder Lodge zu übernachten, um wirklich in die natürliche Umgebung einzutauchen. Wunderbar, eine Hütte oder Lodge wäre dann eine fantastische Option. Lassen Sie mich schnell suchen und sehen, was in der Gegend in der Nähe des Parks verfügbar ist. Fantastisch, ich weiß es zu schätzen, dass du das für mich untersucht hast. Die Nähe zum Parkeingang hat definitiv Priorität, so dass ich die Wanderwege leicht erreichen kann. Verstanden. Ich werde mich auf Optionen konzentrieren, die günstig in der Nähe des Parks liegen. Haben Sie noch andere spezifische Anforderungen im Sinn? Lass mich nachdenken. Idealerweise würde ich gerne einen Ort mit einigen Außeneinrichtungen wie einer Feuerstelle oder einem Whirlpool finden, wenn möglich. Oh, das klingt wunderbar. Diese zusätzlichen Funktionen im Freien würden das Erlebnis wirklich verbessern. Lassen Sie mich sehen, was ich finden kann, das all diese Kästchen ankreuzt. Wunderbar, das wäre fantastisch. Und natürlich möchte ich sicherstellen, dass die Unterkünfte gute Bewertungen haben und gut ausgestattet sind. Absolut. Eine Überprüfung der Bewertungen und Annehmlichkeiten ist von entscheidender Bedeutung. Ich werde die Optionen auf jeden Fall gründlich prüfen, um die perfekte Lösung für Ihre Reise zu finden. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit für diese Recherche genommen haben, Anna. Es wird mir wirklich helfen, die beste Unterkunft einzugrenzen. Es ist mir ein Vergnügen, John. Die Suche nach der richtigen Unterkunft kann den Unterschied ausmachen, wie sehr Sie Ihr Nationalparkerlebnis genießen. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte sicherstellen, dass ich eine komfortable und bequeme Ausgangsbasis habe, zu der ich nach einem langen Erkundungstag zurückkehren kann. Genau. Und im Voraus zu buchen ist wichtig, da die besten Plätze in der Nähe des Parks in der Regel schnell ausgebucht sind. Gute Entscheidung. Ich werde meine Kabine oder Lodge unbedingt rechtzeitig reservieren, um die Verfügbarkeit sicherzustellen. Wunderbar, das ist ein kluger Schachzug. Lassen Sie mich wissen, ob ich eine Buchung für Sie vornehmen soll, oder ob Sie es vorziehen, es selbst zu erledigen. Ich denke, ich würde mir zuerst die Optionen ansehen, die Sie finden, wenn das in Ordnung ist. Ich würde Ihren Beitrag schätzen, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe. Absolut. Überhaupt kein Problem. Ich stelle eine Liste der am besten geeigneten Unterkünfte zusammen und schicke sie dir zu.
Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Fantastisch, ich weiß deine Hilfe dabei wirklich zu schätzen, Anna. Das wird die Planung dieser Reise so viel einfacher machen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, John. Die Buchung der richtigen Unterkunft ist so wichtig für einen angenehmen Nationalparkbesuch. Stimme voll und ganz zu. Mit Ihrem Fachwissen bin ich zuversichtlich, dass ich die perfekte Ausgangsbasis für mein bevorstehendes Abenteuer finden werde. Wunderbar, ich freue mich, dass ich Ihnen wertvolle Hinweise geben konnte. Lassen Sie es mich einfach wissen, sobald Sie die Gelegenheit hatten, die Optionen zu überprüfen. Werde ich tun, Anna. Das war ein wunderbar produktives Gespräch. Ich freue mich sehr über die nächsten Schritte bei der Planung meiner Reise. Hervorragend, das freut mich so zu hören, John. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie Ihre Unterkunft finalisieren. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Das war eine unglaublich hilfreiche Diskussion, und ich bin dankbar für Ihre Zeit und Erkenntnisse. Es ist mir ein Vergnügen, John. Es macht mir Spaß, Empfehlungen aussprechen zu können, die das Reiseerlebnis einer Person wirklich verbessern können. Ich freue mich darauf zu hören, wie Ihre Reise verläuft. Absolut, ich werde Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war wie immer ein wunderbares Gespräch. Ich freue mich darauf, mit meiner Planung zu beginnen. Lektion 9. Wie man mit Unsicherheiten in der Kindheit ins Erwachsenenalter kommt. Hey Anna, ich hatte gehofft, wir könnten uns über ein Thema unterhalten, das mich in letzter Zeit beschäftigt. Die Unsicherheiten, mit denen Kinder oft konfrontiert sind. Absolut. John, Unsicherheiten in der Kindheit können ein sensibles, aber wichtiges Gesprächsthema sein. Welche Aspekte davon wolltest du untersuchen? Nun, ich finde es faszinierend, wie viele dieser Ängste und Selbstzweifel sich tatsächlich auf das Erwachsenenleben übertragen können. Das ist ein gutes Argument. Die Unsicherheiten, die wir als Kinder entwickeln, können manchmal tiefere Probleme oder Muster in unserem Leben widerspiegeln. Genau. Und es ist nicht immer einfach für Menschen, diese tief verwurzelten Gefühle zu überwinden, auch wenn sie älter werden. Definitiv. Die Wurzeln kindlicher Unsicherheiten können sehr tief reichen und sich im Laufe des Lebens eines Menschen auf verschiedene Weise manifestieren. Exakt. Dinge wie ein geringes Selbstwertgefühl, Versagensängste oder Schwierigkeiten beim Aufbau von Beziehungen, all das kann auf Probleme aus den prägenden Jahren zurückgeführt werden. Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Erwachsene eine Herausforderung sein muss, diese anhaltenden Gefühle der Unzulänglichkeit oder des Selbstbewusstseins zu verarbeiten. Absolut. Es kann ein echter Kampf sein, besonders wenn sich diese Unsicherheiten so stark in der eigenen Persönlichkeit und im Verhalten verwurzelt haben. Das ist eine großartige Beobachtung. Der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter löscht diese tief sitzenden Unsicherheiten nicht immer aus. Genau. Und es geht nicht nur um den Einzelnen, diese Probleme können sich auch auf seine Beziehungen, Karriere und das allgemeine Wohlbefinden als Erwachsener auswirken. Sie sprechen einen so wichtigen Punkt an. Ungelöste Unsicherheiten in der Kindheit können weitreichende Folgen in verschiedenen Lebensbereichen haben. Definitiv. Deshalb denke ich, dass es so wichtig ist, dass die Menschen versuchen, die zugrunde liegenden Probleme anzugehen, anstatt sie einfach eitern zu lassen. Ich stimme voll und ganz zu.
Diesen Unsicherheiten in der Kindheit direkt mit Mitgefühl und Selbstbewusstsein zu begegnen, kann ein guter Weg zu persönlichem Wachstum sein. Absolut. Es mag nicht einfach sein, aber die potenziellen Vorteile der Überwindung dieser tief verwurzelten Probleme sind wirklich tiefgreifend. Das ist so wahr. Wenn wir das Gepäck unserer prägenden Jahre loslassen, können wir als Erwachsener so viel persönliche Freiheit und Erfüllung finden. Definitiv. Und ich denke, je mehr wir dieses Thema beleuchten können, desto mehr können wir dazu beitragen, die Menschen in die Lage zu versetzen, sich diesen Unsicherheiten zu stellen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Offene und durchdachte Diskussionen wie diese können viel dazu beitragen, Unsicherheiten in der Kindheit zu entstigmatisieren und einen Weg nach vorne aufzuzeigen. Absolut. Das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses wichtige, aber wichtige Thema mit mir zu besprechen. Das Vergnügen liegt ganz bei mir, John. Ich bin dankbar, dass wir diese zum Nachdenken anregende Diskussion über ein Thema führen konnten, das mehr Aufmerksamkeit und Verständnis verdient. Ich auch, Anna. Das war unglaublich wertvoll, und ich fühle mich gestärkt, weiter nach Wegen zu suchen, um meine eigenen anhaltenden Unsicherheiten zu überwinden. Ich freue mich so, das zu hören, John. Denken Sie daran, die Reise der Selbstfindung und des Wachstums dauert ein Leben lang, aber die Belohnungen sind wirklich transformativ. Gut gesagt. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiter zu erkunden, und ich schätze es, jemanden wie Sie zu haben, mit dem ich diese Dinge offen besprechen kann. Absolut. John, ich bin immer für Sie da, wenn Sie ein offenes Ohr oder Unterstützung benötigen, um die Komplexität der Unsicherheiten in der Kindheit bis ins Erwachsenenalter zu bewältigen. Das bedeutet mir viel, Anna. Das war eine wunderbar spannende und aufschlussreiche Diskussion. Ich bin dankbar für Ihre Zeit und Ihren Einblick. Die Dankbarkeit liegt ganz bei mir, John. Es ist mir eine Ehre, die Gelegenheit gehabt zu haben, dieses wichtige Thema mit Ihnen zu besprechen. Bitte zögern Sie nicht, uns erneut zu kontaktieren. Das werde ich auf jeden Fall, Anna. Das war ein wunderbares Gespräch, und ich freue mich auf unsere nächste bereichernde Diskussion. Lektion 10. Suche nach idealen Unterkünften für eine Geschäftsreise. Guten Morgen, Anna. Ich bin dabei, Unterkünfte für eine bevorstehende Geschäftsreise zu buchen, und ich könnte Ihr Fachwissen gebrauchen. Hervorragend, John. Ich gebe Ihnen gerne einige Empfehlungen. Nach welchen Funktionen oder Annehmlichkeiten suchen Sie in einem Hotel oder einer Vermietung? Nun, da dies eine Geschäftsreise ist, brauche ich einen Ort, der bequem und praktisch ist, nicht zu weit vom Büro oder den wichtigsten Veranstaltungsorten entfernt. Verstanden. Das sind alles sehr wichtige Überlegungen. Wie wäre es mit einem zentral gelegenen Hotel im Herzen der Stadt? Damit wären Sie in der Nähe der wichtigsten Treffpunkte. Das klingt ideal. Die Nähe zum Büro und zu den Veranstaltungsorten ist entscheidend, da ich mich während dieser Reise viel bewegen werde. Absolut. Wenn Sie problemlos zwischen Ihren Unterkünften, dem Büro und den Veranstaltungsorten pendeln können, sparen Sie viel Zeit und Ärger. Genau. Und ich hätte auch gerne etwas, das einen guten Arbeitsbereich, zuverlässiges WLAN und vielleicht sogar ein Fitnessstudio oder andere Annehmlichkeiten zum Entspannen bietet. Exzellente Kriterien, John. Ein Hotel mit solchen geschäftsfreundlichen Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten wäre perfekt für eine Geschäftsreise. Wunderbar.
Ich hoffe auch, ein Hotel mit etwas mehr Persönlichkeit zu finden, als nur ein generisches Kettenhotel. Verstanden. Ein Boutique-Hotel oder ein unabhängiges Hotel würde wahrscheinlich ein einzigartiges und unvergesslicheres Erlebnis bieten und gleichzeitig Ihre praktischen Bedürfnisse erfüllen. Exakt. Ich möchte das Gefühl haben, das lokale Flair der Stadt wirklich zu erleben und nicht nur in einer generischen Unternehmensumgebung zu wohnen. Ich kann sicherlich einige Optionen zusammenstellen, die den lokalen Charme und Charakter einfangen und gleichzeitig die funktionalen Anforderungen für Ihre Geschäftsreise erfüllen. Das weiß ich wirklich zu schätzen, Anna. Das wird den Buchungsprozess so viel einfacher machen, da ich mich von Ihrem Fachwissen leiten lassen kann. Ich helfe gerne, John. Die Auswahl der richtigen Unterkünfte kann einen großen Unterschied darin ausmachen, wie produktiv und angenehm eine Geschäftsreise ist. Absolut. Und mit Ihren Empfehlungen bin ich zuversichtlich, dass ich die perfekte Balance zwischen Komfort, Bequemlichkeit und lokalem Flair finden werde. Wunderbar. Lassen Sie mich einfach wissen, ob Sie andere spezifische Kriterien oder Vorlieben haben, und ich werde meine Empfehlungen entsprechend anpassen. Wird reichen. Dies war bereits ein äußerst hilfreiches Gespräch. Ich habe das Gefühl, dass ich eine viel klarere Vorstellung davon habe, wonach ich suche. Hervorragend. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Hinweise geben konnte. Senden Sie mir einfach die Details Ihrer bevorstehenden Reise und ich mache mich an die Arbeit, um das ideale Hotel oder die ideale Ferienwohnung für Sie zu finden. Fantastisch, ich weiß das wirklich zu schätzen. Das wird die Planung dieser Geschäftsreise so viel reibungsloser machen. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich freue mich, Ihnen einige wertvolle Einblicke geben zu können, die Ihnen helfen, den Teil Ihrer Reiseplanung mit Unterkünften zu optimieren. Absolut. Diese Diskussion war unglaublich produktiv und informativ. Ich bin dankbar für Ihre Zeit und Ihr Fachwissen. Es war mir ein Vergnügen, John. Ich helfe immer gerne bei der Reiseplanung, besonders wenn es um wichtige Geschäftsreisen geht. Nun, dank dir fühle ich mich auf jeden Fall gestärkt und vorbereitet. Ich freue mich darauf zu sehen, welche Optionen Sie finden werden. Wunderbar, ich freue mich darauf, einige tolle Empfehlungen für Sie zusammenzustellen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie noch etwas benötigen, während Sie die Details finalisieren. Werde ich tun, Anna. Das war wie immer ein entzückendes Gespräch. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu chatten. Ebenso, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Genießen Sie den Rest Ihres Tages und sichere Reisen auf Ihrer bevorstehenden Geschäftsreise. Danke, Anna. Ich bin mir sicher, dass ich das tun werde, unter Ihrer fachkundigen Anleitung. Es war mir eine Freude und ich freue mich auf unsere nächste Diskussion. Lektion 11. Planung eines unterhaltsamen Sommertages am See. Hey Anna, ich versuche an diesem Wochenende einen lustigen Tagesausflug zum See zu planen. Warst du schon einmal dort? Was machst du normalerweise? Oh, ich liebe den See. Es ist so ein großartiger Ort für einen Sommertag. Es gibt so viel zu tun: Schwimmen, Bootfahren, Picknicken, auf den Wanderwegen wandern. Welche Art von Aktivitäten hoffen Sie zu genießen? Das klingt lustig. Ich dachte darüber nach, ein Picknick einzupacken und vielleicht ein Tretboot oder Kajak zu mieten, wenn das Wetter schön ist. Wunderbare Idee. Der See hat einige wirklich schöne landschaftliche Gebiete, die sich perfekt für ein Picknick eignen. Und aufs Wasser zu gehen ist eine so entspannende Art,
den Tag zu verbringen. Genau. Und wenn es warm genug ist, würde ich auch gerne schwimmen gehen. Bringst du normalerweise deinen Badeanzug mit, wenn du gehst? Unbedingt. Der See hat einen schönen Sandstrand, der sich hervorragend zum Schwimmen eignet. Ich achte immer darauf, meinen Anzug und ein paar Handtücher einzupacken. Perfekt, dann mache ich auf jeden Fall das Gleiche. Gibt es noch etwas, das du empfehlen würdest, mitzubringen oder zu tun, während wir dort sind? Lass mich nachdenken. Einige andere nützliche Dinge könnten Sonnencreme sein, ein tragbarer Lautsprecher für Musik und vielleicht ein Frisbee oder andere Spiele im Freien. Oh, guter Anruf auf dem Frisbee. Das wäre eine unterhaltsame Art, zwischendurch ein wenig Aktivität zum Entspannen zu haben. Genau. Und wenn Sie sich abenteuerlustig fühlen, gibt es rund um den See einige schöne Wanderwege, die eine wunderschöne Aussicht bieten. Oh, ich wusste nicht, dass es auch Wanderwege gibt. Das könnte eine großartige Möglichkeit sein, das Picknick-Mittagessen abzuarbeiten. Definitiv. Die Wege sind gut ausgeschildert und nicht so anstrengend, sodass sie sich perfekt für einen gemütlichen Naturspaziergang eignen. Toll, dafür muss ich etwas Zeit einplanen. Das klingt, als würde es ein wirklich lustiger, abgerundeter Tag werden. Das denke ich auch. Du hast da oben einen großartigen Plan. Lassen Sie mich einfach wissen, ob Sie weitere Empfehlungen benötigen, während Sie die Details finalisieren. Werde ich tun, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie Ihre Erkenntnisse teilen. Das macht den Planungsprozess so viel einfacher. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich helfe immer gerne mit, wenn es darum geht, lustige Sommerausflüge zu planen. Es klingt, als würde es ein wundervoller Tag am See werden. Das glaube ich auch. Unter Ihrer fachkundigen Anleitung bin ich mir sicher, dass das ein toller Ausflug wird. Ich kann es kaum erwarten. Wunderbar, ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Ich hoffe, Sie haben dieses Wochenende viel Spaß am See. Lass mich wissen, wie es geht. Auf jeden Fall, ich werde Sie auf jeden Fall informieren. Das war wie immer ein entzückendes Gespräch. Ich schätze Ihre Zeit und Erkenntnisse. Das Vergnügen liegt ganz bei mir, John. Ich mag solche Planungsgespräche und freue mich, dass ich einige nützliche Vorschläge machen konnte. Genieß deinen Tag am See. Das werde ich auf jeden Fall tun, dank dir. Das war ein wunderbares Gespräch, und ich freue mich auf unser nächstes spannendes Gespräch. Lektion 12. Die Grundlagen der Anzuschneiderei. Hey Anna, ich wollte mir schon lange einen neuen Anzug für eine bevorstehende Veranstaltung besorgen, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Hast du irgendwelche Tipps, wie du die richtige Passform findest? Absolut. John, die Passform ist so wichtig, wenn es um Anzüge geht. Nun, zuerst solltest du deine Größe kennen. Hast du dich in letzter Zeit gemessen? Weißt du, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal an einem Anzug gemessen habe. Sollte ich das tun, bevor ich zum Schneider gehe? Ja, auf jeden Fall. Das Ermitteln ihrer genauen Maße ist der erste Schritt, um einen gut sitzenden Anzug sicherzustellen. Dinge wie Brust, Taille und Innennaht sind wichtig. Ah, ich verstehe. Das ergibt sehr viel Sinn. Ich muss mir etwas Zeit nehmen, um mich richtig zu messen, bevor ich zum Schneider gehe. Mach das auf jeden Fall. Und wenn Sie hineingehen, achten Sie darauf, dem Schneider Ihre Maße klar und deutlich mitzuteilen. Das wird Ihnen helfen,
die richtige Größe zu finden. Okay, toller Rat. Und wenn ich die Maße habe, was sollte ich bei der Arbeit mit dem Schneider noch beachten? Nun, du solltest auch auf die Schultern achten. Achte darauf, dass die Jacke eng am Rücken anliegt, ohne dass Lücken entstehen. Guter Punkt. Die Schultern sind ein wichtiger Bereich, auf den ich mich konzentrieren muss. Sollte ich sonst noch auf etwas achten? Absolut. Die Länge der Ärmel ist ebenfalls entscheidend. Sie sollten genau an der richtigen Stelle an Ihrem Handgelenk treffen. Ah ja, die Ärmellänge. Ich kann mir vorstellen, dass das einen großen Unterschied im Gesamtbild und der Haptik des Anzugs ausmachen könnte. Genau. Und scheuen Sie sich nicht, dem Schneider Feedback zu geben, wenn er Anpassungen vornimmt. Ein offener Dialog ist wichtig. Das ist ein toller Tipp. Ich möchte sicherstellen, dass ich aktiv an dem Prozess beteiligt bin, damit ich am Ende einen Anzug habe, der perfekt zu mir passt. Definitiv. Der Schneider steht Ihnen zur Seite, aber Sie sollten sich auch dazu befähigt fühlen, Ihre Vorlieben und Bedürfnisse zu äußern. Wunderbar, ich werde das alles im Hinterkopf behalten. Das ist ein wirklich hilfreicher Rat, wenn ich anfange, einen neuen Anzug zu kaufen. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Tipps geben konnte, John. Schneiderei ist so wichtig, um einen professionellen, polierten Look zu erzielen. Absolut. Und unter Ihrer Anleitung fühle ich mich viel besser bereit, eng mit einem Schneider zusammenzuarbeiten, um die perfekte Passform zu erzielen. Hervorragend, ich freue mich, dass ich Sie mit dem richtigen Wissen ausstatten konnte. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie den Anzugskauf durchlaufen. Das weiß ich wirklich zu schätzen, Anna. Das war ein wunderbar informatives Gespräch. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster. Ich freue mich so, das zu hören, John. Schneidern kann entmutigend wirken, aber mit der richtigen Herangehensweise wirst du am Ende einen Anzug haben, in dem du gut aussiehst und dich gut fühlst. Definitiv. Ich freue mich darauf, diese Tipps in die Praxis umzusetzen. Dies war wie immer eine unglaublich wertvolle Diskussion. Wunderbar, John. Ich freue mich, Ihnen einige hilfreiche Einblicke geben zu können, die Ihnen beim Kauf Ihres nächsten maßgeschneiderten Anzugs helfen sollen. Viel Spaß beim Prozess. Das werde ich auf jeden Fall tun, dank dir. Das war ein wunderbares Gespräch, und ich freue mich auf viele weitere ähnliche Gespräche. Lektion 13. Bereit für sicheres Pendeln mit dem Fahrrad. Hey Anna, ich denke darüber nach, ein paar Tage die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Welche Ausrüstung empfiehlst du mir, um sicher unterwegs zu sein? Das ist eine großartige Idee, John. Mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren ist eine so gesunde und umweltfreundliche Option. Aus Sicherheitsgründen würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Helm zu tragen. Ein Helm, ich hab's. Sollte ich einen tragen, auch wenn ich erst auf einem leeren Parkplatz übe? Absolut. Auch zum Training ist ein Helm ein absolutes Muss. Ihre Kopfsicherheit sollte immer oberste Priorität haben. Macht Sinn. Ich möchte sicher gehen, dass ich mir von Anfang an gute Gewohnheiten aneigne. Welche andere Ausrüstung würdest du empfehlen? Nun, reflektierende oder farbenfrohe Kleidung ist wichtig für die Sichtbarkeit, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Guter Punkt. Ich möchte sicherstellen, dass die Fahrer mich auch in den frühen Morgenstunden oder in der Abenddämmerung deutlich sehen können. Genau.
Und erwägen Sie, in einige Lichter für Ihr Fahrrad zu investieren, sowohl in Scheinwerfer als auch in Rücklichter. Lichter, das ist eine tolle Idee. Ich möchte sicher gehen, dass ich aus allen Blickwinkeln gesehen werden kann. Definitiv. Lichter helfen Ihnen dabei, sichtbar zu bleiben und signalisieren anderen Fahrzeugen und Fußgängern Ihre Anwesenheit. Hervorragend. Gibt es noch etwas, das ich als neuer Fahrradpendler in meinem Sicherheitsarsenal haben sollte? Lass mich nachdenken. Ein stabiles Fahrradschloss ist auch eine gute Idee, falls Sie Ihr Fahrrad unbeaufsichtigt lassen müssen. Gute Entscheidung. Ich möchte auf keinen Fall, dass mein Auto gestohlen wird, vor allem, wenn ich mich auf meinem täglichen Weg zur Arbeit darauf verlasse. Genau. Und vielleicht möchten Sie auch ein Fahrradreparaturset in Betracht ziehen, falls Sie einen platten Reifen haben oder kleinere Anpassungen vornehmen müssen. Das ist wirklich klug. Ich würde es hassen, auf der Straße zu stranden. Ein Reparaturset könnte ein Lebensretter sein. Absolut. Wenn Sie mit der richtigen Sicherheitsausrüstung und den richtigen Werkzeugen vorbereitet sind, können Sie beruhigt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das sind alles super hilfreiche Ratschläge, Anna. Ich fühle mich viel besser gerüstet, um mich auszurüsten und sicher auf die Straße zu gehen. Ich bin so froh, dass ich einige nützliche Empfehlungen geben konnte, John. Radfahren kann eine wunderbare Option zum Pendeln sein, solange Sie Ihrer Sicherheit Priorität einräumen. Definitiv. Mit der richtigen Ausrüstung und den richtigen Vorsichtsmaßnahmen denke ich, dass dies eine großartige Möglichkeit für mich sein wird, Sport zu treiben und meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das ist eine fantastische Einstellung, John. Ich freue mich, dass du dich auf diese neue Radtour zur Arbeit begibst. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie unterwegs weitere Fragen haben. Absolut. Ich schätze Ihre Beratung sehr. Dies war wie immer ein wunderbar informatives Gespräch. Das Vergnügen liegt ganz bei mir, John. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte, das notwendige Sicherheitswissen zu vermitteln, um ein selbstbewusster Radpendler zu werden. Es war unglaublich wertvoll, Anna. Ich fühle mich motiviert und bereit, rauszugehen und es auszuprobieren. Wunderbar, John. Ich weiß, dass du das großartig machen wirst. Ich wünsche Ihnen sichere und angenehme Fahrten zur und von der Arbeit. Danke, Anna. Diese Diskussion war eine Freude, und ich freue mich auf viele weitere spannende Gespräche wie diese. Lektion 14. Besserer Schlaf durch routinemäßige Anpassungen. Guten Morgen, Anna. In letzter Zeit versuche ich, meine Schlafqualität zu verbessern. Hast du auch irgendwelche Änderungen an deinen Schlafmustern vorgenommen? Absolut. John, guter Schlaf ist so wichtig, und ich habe mit ein paar Dingen experimentiert, um meine Schlafroutine zu optimieren. Das ist toll zu hören. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Tipps für eine bessere Nachtruhe. Nun, eine Sache, die für mich einen großen Unterschied gemacht hat, ist die Einhaltung eines konsistenten Schlafplans, auch am Wochenende. Ah ja, dieser Konsistenzfaktor ist entscheidend, nicht wahr? Ich neige dazu, meine Schlaf- und Weckzeit etwas zu stark variieren zu lassen. Genau. Indem Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufwachen, kann Ihr Körper seine innere Uhr besser regulieren. Das macht sehr viel Sinn. Und haben Sie weitere Vorteile einer strukturierteren Schlafroutine bemerkt? Definitiv.
Ich habe festgestellt, dass ich schneller einschlafe und besser schlafe, wenn ich meinen Zeitplan nicht ständig ändere. Das ist fantastisch. Hast du noch andere Strategien ausprobiert, die dir geholfen haben, deine Schlafqualität zu verbessern? Ja, ich war auch sehr darauf bedacht, eine entspannende Routine vor dem Schlafengehen zu erstellen. Dinge wie leichtes Dehnen, Lesen oder Meditieren. Oh, das ist eine tolle Idee. Sich vor dem Schlafengehen mit ein paar leichten Aktivitäten zu entspannen, kann Körper und Geist wirklich entspannen. Absolut. Und die Vermeidung der Bildschirmzeit in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen hat ebenfalls einen großen Unterschied gemacht. Ah ja, das blaue Licht von Geräten kann den natürlichen Schlafwachrhythmus Ihres Körpers wirklich stören, nicht wahr? Genau. Ich versuche, alle meine Geräte wegzulegen und mich in dem Zeitfenster vor dem Schlafengehen auf beruhigendere, nicht digitale Aktivitäten zu konzentrieren. Das klingt nach einem wunderbaren Ansatz. Ich werde auf jeden Fall einige dieser Gewohnheiten in meine eigene Schlafroutine integrieren. Wunderbar, John. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Anpassungen positiv auf Ihre Schlafqualität auswirken werden. Das hoffe ich auch. Das war ein so hilfreiches Gespräch. Ich fühle mich befähigt, einige wichtige Änderungen vorzunehmen. Ich freue mich so, das zu hören, John. Guter Schlaf ist so wichtig für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Absolut. Unter Ihrer Anleitung freue ich mich darauf, besseren Schlafgewohnheiten in meinem täglichen Leben Priorität einzuräumen. Hervorragend, John. Ich bin mir sicher, dass Sie mit diesen Strategien gut schlafen und erfrischt aufwachen werden. Das ist das Ziel. Das war eine wunderbar informative Diskussion. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Erkenntnisse zu teilen. Es ist mir ein Vergnügen, John. Es freut mich immer, über Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens zu sprechen. Lass mich wissen, wie die neue Schlafroutine für dich funktioniert. Das werde ich. Danke nochmal, Anna. Das war wie immer ein entzückendes Gespräch. Ich freue mich auf unsere nächste spannende Diskussion.